So, willkommen zu unserem nächsten Versuch mit dem übereuphorisierten Spannow, den wir hoffentlich jetzt in den neuen Spielstand retten können. Craig Spannow is back! Did you miss me? Who wants to see a home run? Now you're gonna see. Bring it on! Let's go! No. Oh. Es sieht auch nicht so aus. Alles richtig gemacht, aber es hat nichts genutzt. Und noch ein paar andere Leichen. Die German Rat und die Tochter wahrscheinlich auch und wahrscheinlich der Indianer. Don't torture yourself. You did everything you could. Will he make it? The doctors think so. They found him unconscious by the basement door. What? Daraus kann ich ein oder sogar zwei neue Schlüsse ziehen. Daraus, dass er bewusstlos an der Kellertür gefunden wurde. Die Bullen fanden Jill bei der Kellertür. Was kann ich denn daraus noch damit kombinieren? Jill arbeitet für Mitchell. Aha. Mitchell wurde im Keller eingesperrt. Could Gil have blocked the basement door from the outside to kill Mitchell? You think? That's a Aha. serious accusation. Are you sure, or is this just a theory of yours? Es ist nur eine Theorie. Auch It's just wenn a ich mir theory. sicher bin. Let's hope we get the truth out of him. Huh. You think Gil was involved in the previous murders? What if it was Gil who killed his partner Randall Lee under Mitchell's orders? Another serious accusation. Are you sure? Es ist nur eine Theorie. Ich möchte den guten Jill nicht I'm not sure belasten. yet. But it very well could be the case. Der Jill ist nur ein Wait. armer Teufel. Couldn't Mitchell be Randall Lee's murderer? Könnte Mitchell Randall Lees Mörder sein. Ein Scharfschütze hat Randall Lee getötet. Hallo, da möchte ich hin. So. Mitchell hat zweimal aus nächster Nähe sein Ziel verfehlt. So he misses with 2 shots at point-blank range, and then he hits a guy smack in the forehead from across the street? No. Mitchell is not the sniper who wiped out Randall Lee. Yeah, I guess you're right. But we still don't know what caused Craig Spannow's death. Craig Spannow hat schwere Medikamente genommen. Dann hat er mit einem schlechten Arm einen Ventilator angehalten.
starb kurz nachdem er wieder zu Kräften gekommen war. Und er hat Medikamente genommen. Und Mitchells Drogen helfen, physische Grenzen zu überwinden. There's no doubt about it. Spano took drugs from the lab and they killed him. But if that were true, how many more athletes are in danger? And most importantly, who are they? Is Bobby Yale involved? Ja, sollte ich die Namen aufschreiben? I didn't see them all, but write down these names. Peter Lowe, Xavier Chains, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler, and yes, Bobby Yale. Die habe ich mir auch alle Thanks. gemerkt. Saving lives for a change, huh? In any case, this has gotta stop. We're friends, damn it. You should have warned me about this. Ja, ich hätte sie anrufen sollen, gebe I ich mal should have zu. let you know. I'm sorry. Ich kam aber Hey, gar nicht John. dazu. Surprise! It could have given a tip to a friend, don't you think? Or is that only the case when I help you? Im nächsten Playthrough, ganz bestimmt. Get that guy out of here. All right. Let's get this over with. When the war ended, Mitchell convinced Grun to use his super soldier drugs on elite athletes. Somehow, Dunn found out about Mitchell's scheme. So when Mitchell heard that Dunn was onto him, he ordered Randall Lee to kill him and frame Yale for the murder. Then, he made Randall search Dunn's house and the gym for any incriminating evidence he might have had against him. The poor cleaning lady died almost by chance. When you stuck your nose in the case, he tried to scare you by sending his thugs to give you a beating. And when that didn't work, he asked Randall Lee to finish you off on the gym rooftop. But Randall not only failed, he got captured. So Mitchell ordered Gil to put a bullet through his head, which only made Gil upset. You kept getting closer and closer to the point of discovering his headquarters. When Mitchell realized he was cornered, he burned his bridges by setting the lab on fire, along with Dr. Grun and his daughter. Gil saw the opportunity to get back at Mitchell, so he blocked the only exit so that he would also die in the fire. Did I leave any loose ends? Just a few. But don't worry about it. I'll take care of them now. So I guess thanks for everything. In your classic noir films and novels, solving a case never amounts to a happy ending. The detective is always left with a sense of bitterness. A feeling that, before he took the case, the world was a better place. That he was a better person. Come on, now spit it out. Sometimes I just let my character get the best of me. What do you want from me? I told Stone what I knew. That he was going to let Yale win. That if he didn't, O'Leary would destroy Helen Moore's career. And that Moore was doomed either way. Or would be, as soon as America discovered her sweetheart was on drugs. I don't believe you. No way. Who sent you? Today, nobody. And what if I did believe you? What would that change? If I don't do this for her, how could I ever look her in the eyes? How could we stay together? You think you'll stay together when you lose your title and they accuse her of doping? At least I know I tried. Eigentlich möchte ich ja, dass ich auch Your was rise mit to ihm the gewinne. top is clean. Free of both O'Learys and drugs. God.
You might just be one of the only honest athletes I've met recently. Please don't let them change that. Is it all about being professional to you? Ich arbeite hier gegen meine Interessen, aber ich will eben auch ein anständiger Kerl sein. Suit yourself. But trust me, your manager is a murderer. Get as far away from him as possible. Hey, Blacksad. I'll think about it. Dieser Stadtteil heißt übrigens Dumbo. Down under Manhattan Bridge Overpass. Und die Manhattan Bridge sahen wir im Hintergrund. Yale confirmed to me that Dunn found out that Mitchell was giving him meds. That was the reason they argued the evening of his death. In fact, I was clean at the time. Hadn't used for days. I didn't want to go down that road. I wanted to follow Joe. But he discovered everything. He didn't believe me when I said I had nothing to do with it. But you used again. Only after his death. I needed to cope. But the drugs gave you a panic attack. Yeah. But I've been clean ever since. Mitchell gave you the pills when he stopped by the hospital. Hence, your miraculous recovery. Are you planning on taking them before the fight? Don't do it, Bobby. So, jetzt habe ich beiden geraten, ehrlich zu kämpfen. Someone has to save the gym. I owe it to Joe. And Sonia. And my Aunt Mary. The only thing you owe them is integrity. What would Dunn think of you now? Sorry about your Aunt Mary. She was a good woman. Wo kommt denn hier der Wind her? Es gibt doch keinen Durchzug, solange die Tür noch zu ist. Stone and Yale hadn't taken away the bitterness I felt. I needed a friend. He was outraged that I hadn't given him the tip, but he let it go as soon as I bought him a milkshake. After the perfect storm of corruption and murder, only friendship could reconcile me with the world. Only that could make me believe in mankind again. Only that could cleanse my soul. Only that. And money. In your standard noir novel, Yale and Stone would be punished for breaking the rules. There would be justice for Sonia, the victim. But this was the real world. As the detective who had cracked the case, I just had to get my paycheck and be on my way. Nice to meet you, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe is on his way. Care to take a seat while you wait?
Did he tell you why he's running late? He'll be here in a minute. Please take a seat. Detektiv muss immer nachfragen. Thorpe Advertising. Create yourself anew. Das ist die Tür zum President, Mr. Thorpe. Erschaffen Sie Ihr No neues matter Ich. how many curveballs destiny throws his way, he always manages to land on his feet. When he was a rising sports talent, the war put an end to his career, so he became a war hero. After the war, he didn't end up like Gil or like me. He became an elite athlete, a Hall of Fame football star. When an accident left him in a wheelchair, he went on to succeed in advertising. Tja, so macht man das. Da ist der Boardroom, der Sitzungssaal. Da sind treue Kunden, die von ihm erfolgreich gemanagt wurden. Würde mich nicht wundern, wenn die alle die Pillen genommen haben. Helen Moore, Julia Slupianek, Thorpe heuerte Sportler für Werbekampagnen an. Ja, das wussten wir schon. Und daraus kann ich was schließen. So, Thorpe heuert Sportler für Werbekampagnen an. Eine Namensliste, die irgendetwas mit seltenen Chemikalien zu tun hat, No. ja. That's not possible. But what if Tim Thorpe was somehow involved in Mitchell's operation? Mr. Blacksad, Mr. Thorpe is running later than expected, but he insists on meeting you, if you don't mind. Sure, as long as you help me fight off this boredom. That's not in my job description, but... Lass wir mal unsere Katzensinne spielen. Was haben wir denn hier? 2 Sachen gibt's zu sehen. Bei der Beamtenpalme wohl nicht, bei der Lady selber. An dem Telefon, ihrer Schreibmaschine. Irgendwo an der Lady selbst. So, hier muss ich noch ein bisschen rüber. If I had her markings on my skin, would I be the same person? Would my name be different? Wo ist noch was? Auf dem Kalender, der Terminkalender. Na, da. 10:45 Uhr Sam Merrick, 12 Uhr Delano Sonja, 14 Uhr John Blacksad, 17:15 Uhr Dinner mit Bürgermeister Rogers. Alle Termine, die Thorpe hat, stehen in seinem Kalender. Und was schließe ich denn daraus? Ich glaube, hier bleibt einiges übrig zum Schluss. Dinge, die sich nie für eine Schlussfolgerung angeboten haben oder ich war zu blöd dazu. Alle Termine, die Thorpe hat, stehen in seinem Kalender. Was wäre, wenn Tim Thorpe etwas mit Mitchells Machenschaften zu tun hätte? Dann müsste sich darüber auch etwas in seinem Kalender finden. There should be a Ja. meeting with Mitchell noted somewhere in Thorpe's agenda. Dann müsste ich in den Kalender mal unbemerkt einen Blick werfen können. Ja, ich habe auch alle Zeit der Welt, jetzt mir die Optionen durchzulesen. Ist es zu seltsamen Ereignissen gekommen? Wie lange arbeiten Sie schon für Tim Thorpe? Ich kann mir das Datum meines ersten Termins nicht merken. Well, Bitte blätter you mal see, im Kalender. I've got a problem. In order to figure out how much Mr. Thorpe owes me, I need to know what day I started working on the case. But I can't remember. You wouldn't have that written down, would you? It sure wasn't on my shift. I'd remember. Let me see. So. Hat sie jetzt im Kalender geblättert und kann ich da was Neues erkennen?
10:15 Uhr, Verlängerung Julia oder Julia Slupjanek. Lunch mit Governor Katz. Das hilft mir noch nicht viel. Da ist noch was. 10:45 Uhr, Miles Benton. Kongressabgeordneter Wallace um 16:15 Uhr. Ja, blättern mal schön weiter. Können meine Katzensinne hier wieder was entdecken? Meeting mit Dylan Gomez. Durchgestrichen. Paul Rossenberg, Oyster Rest. Das Restaurant wahrscheinlich. Auf der Seite gegenüber. (6 Uhr) Rückflug LA. Meeting mit Millard Smith gestrichen, dafür Hospital. Da haben wir ihn dann wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen. Ja, Blätter schön. Meeting mit Bobby Yale. Meeting mit Rick McNeil. Meeting mit Claude Hinkham. Auf der anderen Seite gar nichts. Okay. Hier haben wir ganz schnell was. Joe Dunn, kein Termin, no What? appointment. Dunn was here 2 days before he died? Why didn't Thorpe ever mention that? I'm sorry, but your name's not on here. Das nutze ich doch glatt aus. Wait, I just remembered something. The day I came, Joe Dunn had just walked out the door. Well, no. You don't have any appointments. Although, I guess I could have forgotten to write you in. Mr. Dunn, who's usually very kind, left in a flurry. He even slammed Mr. Thorpe's door. Okay. Now I know I have to get into Thorpe's office. And he didn't even say goodbye. Yes, that was the day. You don't recall me because the minute I saw Dunn stomp out, I followed him. I never actually came in. Of course. That explains it. No doubt. So, since it looks like Mr. Thorpe won't be here soon, I think I'll go take a walk down the hall. Gotta stay in shape. Diese Privatdetektive. Come on, Thorpe. Tell me there's a back door to your office. Das werden wir hoffentlich finden. Die Backdoor, die Hintertür. Was ist denn hier? Ein Fotostudio und da ist ein Waiting Room auch noch. If Weekly were here, I'd have to tie his hands behind his back. Weil er die Finger nicht von der Kamera lassen könnte. So, hinter diesem Greenscreen, der eigentlich ein Widescreen ist, müsste eigentlich der Zugang, ja, hier über den Balkon, zum Büro oder zumindest mal zum Sitzungsraum sein. Bevor ich da lang gehe, gucke ich mich hier noch in den anderen Räumlichkeiten um. Bobby Yale. Eine kleine Zuwendung oder was? So, you had something to do with that chest expander after all. Haben wir hier noch was? Ein Waiting Room. Hier ist Waiting Room, aber da kriege ich die Tür nicht auf. Okay. Hier ist die Welt zu Ende. Gehe ich jetzt für mich nicht weiter. Ja, noch ein Bildchen. Komm. Danke, brauche ich nicht. Am Telefon ergibt sich noch nicht die Möglichkeit, jemanden anzurufen. Der Restroom bleibt mir auch verschlossen. Oh, da ist noch ein Lageplan. So. Waiting Room, Set 1, wo die Kamera drin steht. Und der Set 1 hat eine gemeinsame Fensterfront mit dem Meeting Room. Und vom Meeting Room führt auch eine Tür ins Office. Das ist genau das, was ich wissen wollte.
Kann ich das Fenster wieder... Ach so, nee, ich kann nicht das Fenster wieder zumachen. Um keinen Verdacht zu erregen. Wenn ich hier einmal rausklettere, dann muss ich es offen lassen. Ich kann aber später offensichtlich hier wieder reinklettern. Cats aren't afraid of heights. That's why I've never felt vertigo. Okay. Runter gucken kann ich trotzdem nicht. Kann auch den Lift nicht bedienen, aber ich kann jetzt hier wieder reinklettern. Und bin im Office. Und ich bin im Sitzungssaal erst. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt im Sitzungssaal. In my experience, when something looks really good, it ends up smelling really bad. Ja. Die monatlichen Einkünfte gehen steil in die Höhe. Das ist vielleicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Da geht's zum Präsident. Und die Tür lässt sich auch öffnen. Vorher begutachten wir hier noch die wundervollen Terrakotta-Aschenbecher oder was immer das sein mag. Damals durfte noch in Sitzungssälen geraucht werden. Und die New Yorker Skyline, die wir hier ansatzweise zu sehen kriegen, ist auch nicht schlecht. Da ist wieder die Brücke. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, Dumbo, Manhattan Bridge, Down on the Manhattan Bridge Overpass, ist das in Manhattan oder ist das auf der gegenüberliegenden Seite in Queens? Das müsst ihr mal schnell nachgucken irgendwann bei Gelegenheit. Oder guckt es bitte selber nach. Ich weiß nur, das gibt es auch in GTA 4. So. Und bevor wir hier jetzt ins Büro des Präsidenten eintreten, mache ich die Sache nochmal spannend. Bitte lasst mir ein Like da, wenn es euch bisher gefallen hat, und bitte schaltet wieder ein. Ich habe so den Verdacht, wir steuern auf die letzte Episode unseres Playthroughs zu, aber ich weiß noch nicht, ob die nächste dann tatsächlich auch die letzte sein wird. Wir werden es dann aber in spätestens einer halben Stunde wissen. Bis dahin, ciao, ciao.